Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich auf etwas wieder mal reagieren. Ihr erinnert euch bestimmt oder könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich schon mal auf etwas reagiert habe. Damals habe ich auf Fine Abroad reagiert und heute werde ich auf die Lidl-Werbung reagieren. Lidl hat eine Netflix-Werbung rausgebracht. Und ich habe mir gedacht, ich muss wirklich da einfach mal drauf reagieren und euch mal meine Meinung dazu sagen. Warum bin ich so nah an der Kamera? Weiß ich auch nicht genau, aber naja. Ich würde mal sagen, wir fangen dann direkt erstmal an. Okay. Ich verstehe das nicht. Sieht schon mal Sie gut sind aus. verdammt günstig und gleichzeitig so unfassbar. Da blenden die ernsthaft Edeka mit ein. Ist mit einem verkehrt rum E, aber trotzdem. Edeka ist mit drin, also machen sie schon mal über Edeka lustig. Frisch. Außerdem ständig Das weiß ich Wir haben es tatsächlich nicht, letztens was mit das einem ist, aber Hip-Hop-Video okay. versucht. Ich meine, Hip-Hop. Das ist ja wohl hip. Hip-Hop. Und die Leute hassen es Obwohl trotzdem. hip. Ja, ich fand's auch irgendwie nicht super geil. Was? Leute, Wir könnten jemanden reinschicken, um rauszufinden, was ihr Geheimnis ist. Wieso starrt ihr mich so an? Oh nö. Einmal so wie die reden, so sprechen ältere Menschen, glaube ich nicht. Aber das ist dieses, ich habe eine Idee, deswegen werde ich rekrutiert Klischee, was in so vielen Filmen leider passiert. Aber okay. Dann wollen wir mal gucken, was diese Frau macht. Also diese Nahaufnahme vom Auge war ja schon gut, sah eigentlich gut aus, aber liegt die da nackt gerade rum oder was ist da los? Na, schauen wir mal weiter. Ihn werden. Du wirst denken wie sie, fühlen wie sie. Wenn du in der Schuhe Filiale sind bist, auch geil. halte die Augen offen. Warum hat die Irgendwo solche muss der Haare? Haken sein. Wir haben hier wirklich das beste Gemüse der ganzen Stadt. Guck mal, schon wieder ein Testsieger. Ja, als ob dein Kind das versteht. Es gibt keinen Haken. Die Welt darf nicht erfahren, dass Lidl die besten Preise hat. Warte, stopp. Die Welt darf nicht erfahren, dass Lidl die besten Preise hat. Warum schreist du das so laut? Vielleicht sind da Leute da draußen, die das hören könnten. Also, dafür, dass es eine Werbung für einen Einkaufsladen ist, ist es sehr, sehr gut gemacht. Aber ich muss sagen, es ist echt krass überspitzt. Aber, ja. Oh, sie nimmt ihre Haare ab. wer ist dieser Typ? Das ist dieser Mistkerl Robert. Robert? Woher weißt du das? Er hat früher für uns gearbeitet. Mistkerl Robert. Das macht keinen Sinn. Warum solltest du einen YouTube-Kanal haben mit dem Namen Mistkerl Robert? Das. Hä? Ich kann es nicht mehr machen. Du kannst nicht mehr Ich aussteigen. kann es nicht erstellen. Du weißt einfach zu viel. Mama, warum schmecken die Waffeln von Lidl eigentlich? Okay, stopp. Erstens, diese Werbung sieht nicht aus wie Horror und auf einmal kommt da dieser Junge, der aussieht wie ein Mädchen wegen seinen Anziehsachen, hat eine ganze Menge an Waffeln, keine Waffe, in der Hand und fragt, warum die von Lidl eigentlich so lecker sind. Das Ding ist, dass viele Sachen, die bei Lidl verkauft werden, auch bei anderen Läden verkauft werden. Soweit ich weiß. Könnte jetzt auch falsch sein, bin mir nicht sicher. Aber das ist mir ein bisschen zu viel. Naja. Ist so lecker. Flackerndes Licht. Jagt ja ein bisschen was. Masken, natürlich. Oh, der Mistkerl ist wieder da. Ich werde in eine Zeit zurückreisen, in der es den Lidl-Preis noch nicht gab. Ich werde in der Zeit zurückreisen, wo es den Lidl-Preis noch nicht gab. Also wir haben erstmal Action in diesem Trailer drin. Viel Mysterisches, ist das ein Wort? Wahrscheinlich. Dann haben wir Horror-Elemente. Und jetzt haben wir auch noch Science Fiction mit Zeitreisen. Okay. Wie ihr vielleicht auch sehen könnt hier mit dem Auto. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Schleichwerbung für Audi. Möglicherweise.
die schauen die immer nur an. Oh nein. Es muss einen Haken geben. Was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Es gibt keinen. Es gibt keinen Haken. Mama, warum sind unsere Augen verbunden? Weil ich den Lidl-Preis nicht ertrage. Warum sind da als erstes? Lass mich nochmal zurückgehen. Hat das Kind dieselben Sachen an wie vorher? Ja. Okay, das Kind hat tatsächlich noch dieses komische Kleiddingens an und spricht immer noch so komisch wie vorher. Mama, warum sind unsere Augen verbunden? Wie bei einem Horrorfilm halt. Die Szene erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Freitag der 13., aber nur ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal geguckt habt, mit dem Killer Jason und so. Aber ja, sie ist auf einem Kanu oder in einem Kajak oder was auch immer das ist, auf einem Fluss irgendwo im Nirgendwo und hat die Augen verbunden, damit sie den Lidl-Preis nicht sieht. Frau, ich glaube kaum, dass du da draußen einfach einen Lidl stehen hast. Das macht für mich jetzt nicht sonderlich viel Sinn. Und wie ist die überhaupt dahin gekommen? Wenn sie den Lidl-Preis nicht sehen will, wie ist sie bitte auf dieses Kanu oder in dieses Kanu gekommen? Mein Deutsch ist noch immer nicht so gut. Wie ist sie bitte in dieses Kanu reingekommen? Mit ihrem Sohn wohlgemerkt. Wie hat sie das Kanu überhaupt aufs Wasser gepackt? Wie hat sie das Wasser gefunden? Ich habe so viele Fragen über diese Werbung. Aber, naja, gibt es noch irgendwie eine Nachszene oder sowas? Schwarz. Nö, nix. Okay. Also was denke ich von dieser Werbung? Gute Frage tatsächlich. Ich muss tatsächlich zugeben, dass die Werbung gut gemacht ist in dem Sinne, dass du sofort die Aufmerksamkeit hast. Du siehst Netflix eingeblendet, dann siehst du noch Lidl mit eingeblendet, dann denkst du dir, okay, das sieht schon mal professionell aus. Und weil es Netflix drin hat, sagen viele Leute, das muss ich mal angucken. Aber es sind so viele zusammenhangslose Dinge da drin, wie zum Beispiel dieses Horrorelement mit dem Kind oder auf einmal mit den verbundenen Augen. Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn für mich. Und ja, es ist einfach auf sehr komisch getrimmt tatsächlich, finde ich. Endfazit, falls ich das noch nicht gesagt habe, gut produziert, definitiv. Ich mag das Editing und alles. Aber die Werbung macht jetzt nicht sonderlich viel Sinn. Dass sie auch auf einmal diese ganz komischen Haare hat, verstehe ich auch nicht, warum sie das hat. Aber okay. Und, ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Werbung fandet. Lasst mich auch wissen, ob ihr gerne noch mehr Reaktionsvideos auf Werbung oder irgendwas anderes sehen wollt. Das Schneiden von diesen Videos ist ein bisschen schwieriger. Aber für euch mache ich das gerne. Und da ich sowieso gerne Videos schneide, haut mir einfach ein paar Ideen raus. Also, haut ein Like raus, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, haut ein Like raus. Abonniert doch bitte noch meinen Kanal. Wenn ihr dann noch auf die Glocke neben dem Abonnier-Button drückt, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich was hochlade. Von meiner Seite war es das schon wieder. Ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Tag habt und dass euch diese Videos gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, haut rein und ciao. Okay, jetzt muss ich das auch noch editieren. Oh.